Hey, ich bin Halvard Florian, auch bekannt unter dem Namen Halvard TATU. Bin 32, komme aus Wels in Oberösterreich, arbeite als Tätowierer bei Black Dahlia und ich bin Forged bei Meta. Na gut, die Anfänge, das Interesse an Tattoos kam bei mir ziemlich bald. Durch meine Mutter. Sie hatte einen kleinen Stern am Handgelenk, den sie sich in der Jugend selbst angefertigt hatte mit Nadelfaden und Tusche. Und schon als kleiner Junge hat mich das fasziniert. Diese permanente Zeichnung, Veränderung der Haut war faszinierend und hat mich nicht mehr losgelassen. Zum Glück hat sie mir das ziemlich gut erklärt, wie sie es gemacht hat. Und als ich 15 war und auf einer Party unterwegs war, kam mir irgendwann die glorreiche Idee, so jetzt steche ich mir ein Tattoo. Habe mir dann auf dem Knöchel auch so ein kleines Sternchen angefertigt. Und ja, war grottenschlecht, aber viele meiner Freunde wollten auch so ein kleines Tattoo haben. Ich komme aus der Punk- und Gothic-Szene und machte dann viele Pentagramme, umgedrehte Kreuze, Eu-Schriftzüge und so war der Grundstein schon mal gesetzt und die Idee wurde immer fixer, Tätowierer zu werden. Ich hatte dann noch die Lehre als Werkzeugmacher und darauf machte ich dann noch meinen Zivildienst und dann begab ich mich gleich ins Studio als Lehrling. Ich bekam zum Glück schnell einen Platz, da ich schon immer in den Studios unterwegs war, mich selbst tätowieren ließ, für meine Freunde die ganzen Zeichnungen anfertigte, hatte ich schon ein bisschen einen Stammkundenstatus in gewissen Studios und bekam schnell einen Lehrplatz. Die Lehre war ziemlich oldschoolig. Das erste Jahr gab es kein Tätowieren. Es gab nur Putzen, Sterilisieren, Zeichnen, Studioinstandhaltung, Nadellöten, Putzen, Putzen, Putzen. Mein Lehrherr kümmerte sich nicht viel um mich, ich musste alles selbst machen, was gut war. Ich lernte das selbstständig Arbeiten ziemlich schnell. Er konnte mir auch nicht so viel übers Tätowieren beibringen, oder er wollte es nicht. Und so nahm ich es in meine eigene Hand, war viel unterwegs, ließ mich viel von verschiedenen Tätowierern tätowieren, machte dann meine ganzen Prüfungen, damit ich selbstständig sein kann. Und da war Halvard TATU dann geboren, mittlerweile seit fast 13 Jahren. Nun seit knapp einem Jahr habe ich mit zwei Kollegen das Studio Black Dahlia eröffnet. Wir sind drei ganz unterschiedliche Tätowierer mit unterschiedlichen Stilen, gleichen uns sehr gut aus, wir sind sehr harmonisch, spaßen gerne, ärgern uns gerne. Hätte es nicht besser treffen können. Und seitdem her war das Tätowieren fester Bestandteil für mich. Die ganzen Einflüsse und Inspirationen, die ich habe, kommen von überall. Sei es verschiedenste Künstler, Filme, Videospiele. Durchaus ist die größte Inspiration meine kleine Tochter, die Mala. Sie zeigt mir jeden Tag die Welt aufs Neue, die man selbst schon verdrängt hat durch die ganzen Einflüsse und Übersättigung. Sie ist ein kleines Wunder, sie beschäftigt sich mit den kleinsten Dingen stundenlang und zeigt mir, dass man alles neu betrachten muss, alles nicht als selbstverständlich zu sehen, sondern alles zu hinterfragen, die neue Welt zu entdecken. Das soll beim Tätowieren auch so sein. Du musst dich auf jede Kundschaft neu einlassen. Jede Kundschaft will was anderes. Kundschaften inspirieren mich auch. Jeder will was anderes, jeder will was anderes. Sie wollen dies und das ins Motiv verpackt haben und eher in diese Richtung gehen oder in diese, und du musst dich immer anders einstellen drauf und immer was Neues machen.
Und von dem her ist jeder Tag neu und interessant und du kannst dich selbst verwirklichen. Und ich selbst komme eher mehr von der technischen Seite des Tätowierens, darum dieses Oldschool Blackwork, Dotwork. Ich mag Technik sehr gerne. Ich habe über 50 Maschinen, ich bin ein kleiner Maschinenfreak und dieser Aspekt ist mein Zugang zum Tätowieren. Nicht wie es viele haben, dieses selbstdarstellerische, künstlerische. Ja, ich sehe mich mehr als Handwerker, finde ich, sollten die Leute auch mehr. Und ich muss jeden Tag für die Leute was Neues erschaffen, was Neues machen und da kann ich mich nicht auf einen Stil festfahren, sondern solange ich meine Technik habe, solange ich weiß, wie ich arbeite, wie ich das Pigment gut in die Haut bringe, kann ich alles machen. Und das sollten viele andere auch so sehen und nicht nur schnell ein cooles Tattoo anfertigen, 2, 3 Filter drüber legen, auf Instagram stellen und 1000 Likes haben und nach 2 Jahren sieht das Tattoo dann dementsprechend aus. Sehe ich anders, ich muss einfach wissen, was ich mache und dann kann ich meinen Stil selbst herausarbeiten. Ja, das war mein Werdegang. Ich würde nichts anderes machen. Tätowieren ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Ich möchte es bis zum Schluss machen, solange es geht. Und möchte es niemals in meinem Leben missen. Ja, das ist meine Geschichte. Vielen Dank